Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute ist es soweit, das Update ist draußen. Man kann den Druiden bereits schon spielen. Ich werde ihn hier ausprobieren auf Server 1 und wir sehen hier tatsächlich, die Werte sind so geblieben, Geschick und Stärke. Er kann hier anscheinend, so wie ich das gelesen habe, wohl ja, Masken aufsetzen. Er kann sich zwischen verschiedenen Formen, Tieren wandeln, so wie das bei den Druiden nun mal üblich ist. Ja, und wir gucken mal, ich glaube, da brauche ich das gar nicht probieren. Wir nehmen einfach Druidze. Ja, das ist der Name, das ist der Way to go. So, und wir sind jetzt hier tatsächlich auf S1 mit dem Druiden jetzt. Und wir sehen hier rechts unten an der Construction, hier wird nämlich auch schon irgendwie was umhergebaut. Ja, man kann hier nicht draufdrücken, irgendwas passiert hier, irgendwas ja, ist hier am Start. Und wir haben jetzt hier den Druiden. Ja, was sehen wir? Er hat hier eine Magierwaffe am Start. Und ja, ist wahrscheinlich auch sein Hauptattribut. Ich denke mal, Magie wird sein Hauptattribut sein. Und er kann halt wahrscheinlich zwischen anderen Formen umherwandeln. Was ist denn seine Fähigkeit? Deine Bärenmaske... Ja, deine Bärenmaske. Trage sie, um Fähigkeiten und Werte ähnlich denen eines Kriegers zu haben. Ab Stufe 10 kannst du die Bärenmaske aufsetzen, ab Stufe 25 kannst du die Katzenmaske aufsetzen. Okay, also eine Klasse, die wohl zwischen den verschiedenen ja, Attributen verschiedener Klassen sozusagen umher-switchen kann. Trage sie, um Fähigkeiten und Werte ähnlich deines Kriegers zu haben. Okay, okay. Ja, Bärenmaske. Wir gucken mal, ob wir hier in irgendeine Gilde reinkommen. Da treten wir jetzt einfach mal bei. Und ja, ich denke mal, die wird ja dann ganz gute Werte haben. Und dann können wir ja mal... Ja, ein bisschen... Oha, was ist denn mit der Flimmerkiste los? Guckt euch mal die Flimmerkiste an, die sieht ja auch ganz anders aus. Also ein paar Änderungen wurden hier bereits schon überall getätigt und ja, also das ist schon ziemlich nice. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich mache mal einen kleinen Cut und dann ja, lade ich mal oder validiere ich mal die E-Mail, damit wir hier 25 ja, Pilze haben, damit wir uns das Mount holen können. Ich glaube, das ist ganz schlau, oder? Oder klicke ich lieber die komplette Alu mit 30er durch? Ich weiß gar nicht, was jetzt schlauer wäre, weil dann hätten wir noch ein paar mehr Pilze für die Alu. Ich glaube, das ist tatsächlich schlauer. Also ja, Gold brauche ich auch noch. Ja, das ist ja alles hier sehr problematisch. Ja, wir skippen uns dann einfach mal ein bisschen durch. Wir haben ja zum Anfang noch die Sanduhren. Aber das würde ich ja ganz gerne mal wissen. Das würde ich gerne rausfinden wollen, wie das funktioniert mit der Maske und sowas. Ja, dass wir da direkt Bescheid wissen. So, ich versuche jetzt auf die 10 Gold zu kommen, damit wir jetzt hier im Stall gehen können und mal das Mount holen. So, und jetzt... warte mal. Jetzt gehen wir mal full auf Erfahrung, damit wir hier... Ja, so schnell wie möglich Level aufsteigen. Okay, hier ist E-Mail validieren. So, ab wann war das? Ab Stufe 10. Okay. Ja, dann probieren wir das mal aus. Dann leveln wir mal bis Stufe 10. Und dann bin ich mal gespannt, ja, was das sein soll. Auf jeden Fall haben wir halt eine Magierwaffe. Das ist schon mal ganz interessant. Und ja, mal schauen, was wir denn noch für Equipment-Sachen bekommen. So, ja, das möchte ich jetzt nicht die ganze Zeit angezeigt bekommen. So, und ich denke mal, ja, mit Hilfe der Gilde sollten wir das hinbekommen, zumindest Stufe 10 hier zu erreichen. Ich meine, ein paar Pilze... Oh. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt hier. Neue Klasse und so, ne? Da möchte man schon... Da kommt das jetzt nach jeder Quest hier, das ist ja ätzend. Das war früher nicht so gewesen. Aber ist natürlich hilfreich. Man sollte immer seine E-Mail validieren. Nicht nur, dass es halt extra Pilze gibt, sondern weil es halt auch... ja, Sicherheitsvorkehrungen sind, die man treffen sollte, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eure E-Mail zu validieren, weil sonst ja, kann sich halt jeder einloggen, ne, mit eurem Account und das wäre natürlich nicht so schön. Oha! Jetzt haben wir hier tatsächlich die erste Maske freigeschaltet und so sieht das aus, ja. Guckt mal links oben. Jetzt sieht man da, habe ich hier so eine komische Maske auf hier, ja, das ist ja schon mal... ziemlich interessant. Deine Bärenmaske, trage sie, um Fähigkeiten und Werte ähnlich denen eines Kriegers zu haben. Das ist ja wirklich sehr interessant. Okay, kann ich die Maske dann auch absetzen, ist die Frage. Geht das auch? Ja.
Wir können ja auch mal gleich in die Ehrenhalle gucken. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob da werden ja bestimmt schon ein paar jetzt hier den Druiden mal ausprobieren, denke ich mal. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Ich denke zumindest, dass das der Fall sein sollte vielleicht. Warte mal. Kann ich jetzt hier die Maske irgendwie... Guck mal, jetzt haben wir hier, das Bild hat sich geändert hier. Deine Bärenmaske, trage sie um Fähigkeiten... okay. Ab Stufe 5 kannst du die Katzenmaske aufsetzen. Ja gut. Okay. Achso, okay, man kann da hin und her switchen und man sieht hier rechts unten bereits, dass sich der Rüstungswert auch gleich ändert, wenn man die Maske aufsetzt. So, und jetzt kann ich euch nochmal einen ganz interessanten Punkt zeigen. Und zwar haben wir hier einmal die ganzen verschiedenen Masken, die man wohl freischalten kann. Welche Maske für was nachher sein wird, das ist dann, das wird wahrscheinlich... Ja, keine Ahnung, das wird man wahrscheinlich mit verschiedenen Levels freischalten, aber ich finde es ziemlich interessant. Das sind die Masken, die man alle freischalten kann als Druide. Und zwischen diesen ganzen Masken kann man dann wohl hin und her switchen. Und je nachdem ändern sich dann halt die Werte von der Klasse hier. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das wird sehr interessant auch sein für den späteren Spielverlauf. Ich weiß jetzt aber auch nicht. Ich glaube, ich denke mal, dadurch, dass er halt eine Magierwaffe hat, wird wahrscheinlich auch Magie sein Hauptattribut sein. Magie und Ausdauer, da tendiere ich mal zu. Falls ihr schon irgendwas anderes gehört haben solltet oder irgendwie Bescheid wisst, dann könnt ihr mir da auch gerne Bescheid sagen. Aber ich würde jetzt erstmal einfach sagen, dass Intelligenz halt sein Hauptattribut ist. Ja, aber es wird ziemlich interessant sein für die Dungeons später und vor allen Dingen auch später für die Ehrenhalle, falls man mal irgendwelche Gegner vor sich hat, die, weiß ich nicht, zum Beispiel als Magier hast du es ja zum Beispiel schwierig gegen Krieger. So, dann kannst du vielleicht switchen später auf irgendeine Kundschafterwaffe, damit du einen Vorteil gegen die Krieger vielleicht hast oder sowas. Also so stelle ich mir auf jeden Fall das Ganze vor. Und und ich denke mal, dass man diese ganzen Masken hier, wie gesagt, später freischalten wird. Jetzt Stufe 10 war die erste und ab Stufe 25 kommt jetzt die Katzenmaske. So, wir haben jetzt hier die Bärenmaske. Das ist, wo ist die? Ich meine, das hier ist ein Bär, aber die sieht nicht so aus. Hier, der schreit uns irgendwie so an, der Bär auf dem Bild. Die erkenne ich jetzt hier gar nicht so. Ach nee, warte mal, das ist ja die Bärenmaske und stimmt, hier oben ist ja die, keine Ahnung, was das ist hier. Hier, das ist auf jeden Fall die erste. So, die Bärenmaske könnte man sagen, vielleicht so, ist hier vielleicht das hier oder so. Oder ich meine, hier sind ganz viele Bären abgebildet, aber ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns da noch erwarten wird. Mal schauen, ob wir, warte mal, kann man jetzt immer noch, ja, okay, das geht immer noch hier. Also die Flimmerkisten wurden auch optisch ein bisschen überarbeitet anscheinend. So, und ich weiß nicht, aber Stufe 25 erreichen wir wahrscheinlich nicht mehr. Dafür bräuchten wir ein bisschen mehr, dafür bräuchten wir halt den Greif, damit wir das packen. Aber das ist dann halt jetzt nicht möglich. Und vor allen Dingen, wie gesagt, man müsste halt dann auch den Char längerfristig spielen, damit man vielleicht auch die verschiedenen Masken dann auch freischalten kann. Ne? Also es ist wahrscheinlich kein Char, der jetzt irgendwie von jetzt auf gleich so übelst stark wird. Aber das könnte gut sein, dass dass das die Klasse wird, die halt ziemlich vielfältig sein wird. So, er hat jetzt keinen direkten Effekt, wie jetzt zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, der Dämonenjäger, dass er sich wiederbeleben kann direkt oder dass, keine Ahnung, der Battle Mage haut einen Feuerball raus oder der Berserker hat so eine Kombo, die unendlich angreift. Der bekommt tatsächlich seine Fähigkeiten mit Aufstieg des Levels. Ja, und das finde ich ziemlich interessant, weil dadurch wird der Char auch im Late Game nachher noch interessant sein zu spielen. Oder der wird interessant sein, noch im Late Game zu spielen. Ich weiß natürlich nicht, bis wann diese ganzen Stufen gehen und so, ne? Das kann ich euch nicht sagen. Kann auch sein, dass es dann, kann sein, dass, weiß ich nicht, mit Stufe 300 nachher Schluss ist und so und man alle Masken dann freigeschaltet hat. Das kann natürlich durchaus sein, ne? Aber ich kann es euch nicht versichern und vor allen Dingen nach dem ersten Eindruck sowieso nicht.
weil, ja, ich hier nicht mal die zweite Maske wahrscheinlich freischalten werde. Deswegen würde ich sagen, ja, ist es ganz gut, dass ihr euch da eventuell ein eigenes Bild drüber verschafft und den mal testet. Ich werde ihn auf jeden Fall auch testen und werde schauen, wie sich die Klasse so verhält. Mal schauen, wie lange ich sie spielen werde, so, aber ich möchte auf jeden Fall noch wissen, was da natürlich für Masken am Start sind später. Ne? Also das möchte man ja schon herausfinden und welche Vorteile man dadurch ziehen kann. Ne? Ja, gut, Stufe 18 haben wir jetzt mit unserem paar läppischen Alu jetzt hier erreicht, ne? Und ja, warte mal, wir skillen nochmal ein bisschen, oder wir schauen mal in die Ehrenhalle. Mal schauen, ist auf 200.000, ist da schon, ne, 200.000. Ist hier schon jemand, der irgendwie, ja, nee, wir befinden uns ja hier auf Server 1, das ist alles ziemlich durchgemischt hier. Ich dachte, da hätten sich jetzt schon ein paar Druiden jetzt vielleicht schon hier hochgekämpft oder so. Ja, also da ist noch nicht der Fall. Was haben wir hier? Hier haben wir zum Beispiel einen Druiden, ja. Nee, aber sonst nichts weiter hier großartig. Hat er auch direkt hier genutzt, dass er hier in die Gilde joinen kann, damit er auch einen kleinen Level-Vorteil hat. Ja, also im Prinzip, so von den Fähigkeiten können wir selbst noch gar nicht so viel sehen, weil es halt noch nicht so viel zu sehen gibt, weil die Klasse wahrscheinlich erst im späteren Spielverlauf an Fahrt aufnimmt. Deswegen gibt es jetzt noch gar nicht so außergewöhnlich viel, was man so zeigen könnte. So, er hat jetzt keine so heftigen Fähigkeiten jetzt hier am Start, so direkt. Geschick. Ja, komm, nehmen wir einfach mal die Waffe hier. Warte mal, Geschick. Achso, nee, es kann auch jede andere Waffe sein. Aber, ja. Ich bin mal gespannt, ob der, weiß ich nicht, ob Magie, also Intelligenz nachher tatsächlich das Beste ist. Aber das wird sich mit der Zeit natürlich auch zeigen. So, ne? Oha. So, ja, jetzt haben wir natürlich mehr Rüstung damit. Insgesamt sind wir damit stärker mit der Maske auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob man mit jeder Maske stärker wird oder ob man nachher wirklich entscheiden kann. Ich denke mal, man wird mit jeder Maske ein bisschen stärker werden, so. Aber ob man nachher auch zwischen den einzelnen Masken hin und her switchen kann und die einigermaßen gleich stark sind, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen irgendwie, und ob das irgendwelche Vorteile hat oder nicht, keine Ahnung. Aber so sieht es auf jeden Fall aus. Das ist die neue Klasse, die jetzt hier in Shakes & Fidget vorhanden ist, der Druide, ja, der Gestaltenwandler, der Maskenträger, der hier auf dem Maskenball unterwegs ist. Ja, oh, jetzt habe ich keinen Pilz. Doch, ich habe ja noch einen Free Try. Ja, also wie gesagt, sehr interessant auf jeden Fall und werde sie auch erstmal ein bisschen testen, die Klasse, wenn sie denn draußen ist, offiziell, auch auf allen Servern. Und jo, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck über diese Klasse hier verschaffen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Klasse haltet, was ihr davon denkt, was ihr dazu sagt. Und dann war es das soweit von mir. Falls euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.